Amen. Amen. Want it closer? The subject that we're looking at is sanctification, Das Thema, das wir anschauen, ist die Heiligung. and we had two Spirit Prophecy quotes which we haven't yet read. Und wir haben 2 Geisterweissagung-Zitate, die wir bis jetzt noch nicht gelesen haben. Before we got there, Und bevor wir da hingegangen sind, what did we start discussing? worüber haben wir angefangen zu sprechen? Just want to go through the steps that we've discussed. Ich möchte einfach nur durch die Schritte hindurchgehen, von denen, über die wir gesprochen haben. Simon, don't be coy. Seid nicht scheu. Möchte jemand es uns erzählen? Why are we addressing this issue for? Warum adressieren wir dieses Thema? So the reason we're looking at this subject, Der Grund, warum wir dieses Thema anschauen, ist, because everybody knows weil jeder weiß, that sanctification has these thoughts or this atmosphere around it that is all about good behavior. dass das Thema Heiligung, die Atmosphäre davon so ist, dass es hier um ein gutes Benehmen geht. That's what people think when they hear the word sanctification. Das, Good person. das ist, was Leute denken, wenn sie das Wort Heiligung hören. Dass man einfach eine Holiness. gute Person ist. Heiligkeit. So we asked the question, Wir haben die Frage gefragt, if sanctification is such a big issue, die Heiligung ist so ein großes Thema. when we think about the test Denken wir über den Test, that's going to come upon God's people, der auf Gottes Volk kommen wird? what kind of test is that? Und was für eine Art von Test ist das? Is it a prophetic test Ist es ein prophetischer Test or a moral test? oder ein moralischer Test? And how do we even know there's such a test? Und woher wissen wir überhaupt, dass es da so einen Test gibt? It's a question for you. Das ist eine Frage. How do we know there's such a test? Woher weiß man, dass es überhaupt so einen Test gibt? Mr. Sir? Does it come from the three angels' message? There's a three-step testing, a prophetic message that has 3 steps, and through that process, it divides people into 2 groups. So, Sister Swell has mentioned the subject or the phrase that Elder Jeff came up with to try to help us navigate through this complex subject. Also hier wurde das Thema aufgebracht, der Dreiengelsbotschaft und diesen Satz, den Ältester Jeff kreiert hat, um uns durch dieses Thema durchzunavigieren. So that's not really going to help us. Das hilft uns jetzt nicht wirklich. What's my question? Was ist denn meine Frage? How do we know that there is such a test? Woher wissen wir, dass es da überhaupt diesen Test gibt? Ist das nicht Teil der Dreiengelsbotschaft? So where do you find it in the 3 angels' messages? Wo sieht man das denn in der Dreiengelsbotschaft?
Speak a little bit louder, I'm sorry. Well, I thought that it alerts you to fear God. It tells you to keep the commandments and to not take the mark of the beast. So those are like tests to do or not do. Also man soll hier, die Engelsbotschaft sagt uns, dass wir Gott fürchten sollen, ihm Ehre geben sollen und dass wir nicht das Mahlzeichen des Tieres annehmen sollen. Und das sind wie Tests für uns. Anyone else? Brother Roland. Die Frage war, woher wissen wir, dass es einen Test gibt? So the question was, where do we know that there is a test? Offenbarung 14 verbinden wir mit Markus 1,15. Revelation 14 we connect with Mark 1:15. Die Zeit ist gekommen. The time is come or is fulfilled. Und das bedeutet in einem Prozess die letzten Schritte, die dich zu dem Ende, zu einer Erfüllung bringen. And this is the last process, or it's a fulfillment of the end of prophecies, or that they are being completely fulfilled. Okay, so Brother Roland's said a similar thing to Sister Sue Ellen. So Bruder Roland hat etwas Ähnliches wie Schwester Sue Ellen gesagt. It's gone to Revelation 14, Er ist auch zur Offenbarung 14 gegangen. taken those 3 messages and seen them as a process, Man hat die 3 Botschaften dort genommen und sie als Prozess angesehen. and you connected it to Mark, Und du hast sie mit Markus verbunden. Mark chapter 1, verse 15. Markus Kapitel 1, Vers 15. So this issue has been around for a long time. Also dieses Thema gibt es, oder diese Thematik ist schon lange da unter uns. To try to understand, is there some singular universal test that confronts God's people, Um zu verstehen, gibt es da einen singularen, universellen Test, den Gottes Volk durchgehen muss. and if there is, what is that test? Und wenn es den gibt, dann ist die Frage, was wäre denn dieser Test? And as both people have said, it's found in Revelation 14. Und wie beide Geschwister gesagt haben, ist, dass wir es in Offenbarung 14 finden. So which verses is this great test found in? In welchem Vers wird denn dieser große Test gefunden? Did you say, Brother Roland? I can't remember if you said specifically the verse. Hast du schon speziell den Vers genannt in Offenbarung 14? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Nee, in 14 nicht, aber das würde ich unter Vers 7 verstehen. He didn't I thought mention a verse, but he said he would think about verse 7. Okay, so you go to verse 7. Okay, du würdest also zu Vers 7 gehen. So remember Also erinnert euch, your own logic that you just gave us. die eigene Logik, die du uns gerade eben gegeben hast, Without going into details, you used the word, I think, process. ohne jetzt in die Details zu gehen, ich glaube, du hast das Wort Prozess benutzt. You may have said fulfillment, or I may be guessing that. Und du magst vielleicht das Wort Erfüllung oder Erfüllen genannt haben, aber ich mag das vielleicht raten. So if you're going to use process, Also wenn man das Wort Prozess jetzt benutzt, that is a number of steps. dann sind es eine Anzahl von Schritten. And how many steps do you have? Und wie viele Schritte hast du denn? 3. 3 steps. So if you've got 3 steps, Also wenn man 3 Schritte hat, because we're in Revelation 14, weil wir in Offenbarung 14 sind, the step that you just chose, den Schritt, den du gerade gewählt hast, verse 7, I think Vers you said, 7, hast du is- gesagt? what step in the process? Welcher Schritt im Prozess ist das denn? It's on the board. Es ist auf der Tafel Which hier. step in that process? Welcher Schritt im Prozess? Okay, von deiner Frage verstehe ich, dass der Vers sich in diesen 3 Schritten sich befindet. Ist das richtig? Okay, do I understand correctly that this verse, from the question you are making, that this verse is somewhere in these steps? Yes, you said it is. Ja, du hast es so gesagt. You said there's a process, Du hast gesagt, da gibt es einen Prozess 14, in Offenbarung 14. and I said how many steps? Und ich habe gefragt, wie viele Schritte. So when you said 3, Und dann hast du 3 gesagt. I think you mean the 3 angels' messages. Und dann dachte ich, du meinst die 3 Engelsbotschaft. And so you took us to verse 7, Und dann hast du uns zu Vers 7 gebracht. which is what step in that process? Und welcher Schritt wäre das in diesem Prozess? Vor dem dritten. Before the third. It's number
one. Ist Nummer It's 1, number oder? one, Nummer 1, oder? first angel. Ist die erste Engelsbotschaft? Okay? Ja? Or not? Ich könnte es noch nicht exakt am ersten ausmachen. I couldn't place it exact at the first one. Why not? Warum nicht? Ich würde erstmal noch diesen Prozess sehen. I would first see this process. Is the process not the first, second, and third messages? Ist der Prozess nicht der erste, zweite und dritte Engelsbotschaft? Yeah, this is, yeah. So that's if you go correct. to verse 7 is only the first step. Und dann Vers 7 wäre nur der erste Schritt. So could that be the great test, Könnte das der große Test sein? Sister Catherine? No. Where would you look to? Wo würdest du hinschauen? You'd go to the third step. Du würdest zum dritten Test gehen. So we'll put some verses down. Also wir werden hier ein paar Verse jetzt hinschreiben. We'll use the verse that Brother Roland gave us, Wir benutzen den Vers, den Bruder Roland uns gegeben hat. 7, 8, 9. 7, 8 und 9. That's verses Das sind die Verse of Revelation 14. von Offenbarung 14. You okay with that? Ist das okay? So if you want to find the great test, Und wenn wir jetzt diesen großartigen Test finden wollen, there is one. da gibt es einen. We've located where it is. It's in Revelation 14, verse 9. Ist in Offenbarung 14, Vers 9. And what is that great test? Und wer ist denn dieser große Test oder wo ist er? Sister Susan. Don't take the mark of the beast. Es ist, nimm nicht das Malzeichen des Tieres an. I'll put MB. Ich markiere hier MB für Malzeichen des Tieres. Don't take the mark of the beast. Nimm nicht das Malzeichen des Tieres an. Anyone else? Irgendjemand anderes? Oh, more? Well, we also connected that verse with another verse from Ellen White's writings. So we connected this to another verse. Also wir haben das mit einem anderen Vers verbunden. Which verse was that? That was Genesis 3:15. Das war 1. Mose 3, Vers 15. So what I did was Also was ich getan habe, kind of tricked Brother Roland, ich habe Roland ein bisschen ausgetrickst, because we've gone a lot further than we did in our previous studies. denn wir sind jetzt hier viel weiter gegangen, als wie wir in unseren vorhergegangenen Studien gegangen 'Cause in our sind. previous studies, we just focused on number 1. In unseren vorangegangenen Studien haben wir uns nur auf Nummer 1 konzentriert. And we said 14:7, Und wir sagten, dass Offenbarung 14, Vers 7, that was the same as Genesis 3:15. und wir haben gesagt, das ist das gleiche wie 1. Buch Mose 3, Vers 15. And how's that connection made? Und wie wurde diese Verbindung getan? Through Spirit Prophecy, but what's the connection? Durch den Geist der Weissagung, aber was war die Verbindung davon? The everlasting gospel. Das ewige Evangelium. So it's the everlasting gospel that connects these two together. Also es ist das ewige Evangelium, was die beiden miteinander verbindet. Brother Carr, Und Bruder can Karl, you remember the Spirit Prophecy reference? kannst du die Referenz des Geist der Weissagungszitat dich daran erinnern? If you can't remember, look in your notes. Ich kann es nicht daran erinnern. Schau in deinen Notizen nach. No, it wasn't faith I live by. We haven't read that one yet. Second selected messages. Zweite Selected Messages, frühe Schriften, Band 2. Uh, 106, 100, paragraph 2. My ähm, sister, Seite, you're looking at another reference, Seite 106, Paragraph 2. because we also went to page 102, paragraph 1. Meine Schwester, wir sind auch noch zu einer anderen Seite gegangen. Das ist wahrscheinlich die Referenz, die du im Kopf hast. Seite 102, Paragraph We 1. looked at two references from the same book. Wir haben zwei Quellen, also wir haben zwei Abschnitte im gleichen Buch betrachtet. And when you
joined us in our studies, we were looking at page 102 then. Und als du zu unseren Studien gekommen bist, da haben wir die Seite 102, Paragraph 1 betrachtet. We had done 106 before you came. Und Seite 106, Paragraph 2 hatten wir abgehandelt, bevor du gekommen bist. Okay, so we looked at that. Also wir haben das hier We betrachtet saw the gospel, und wir haben das Evangelium gesehen. and then we went to another reference, Und dann sind wir zu einer anderen Quelle gegangen, which is the one that you just gave us, welche du uns gerade gegeben hast. and the other one that you gave us, Und die andere, die du uns gegeben hast, Second Selected Messages 102. seit frühe Schriften Band 2, Seite 102, Paragraph 1. Paragraph 1? Yeah. Yeah. This one, Dieser Abschnitt this did something different for us. hat etwas anderes für uns getan. So we went here. Wir sind hier hingegangen. Why? Why did we go here? Why did we look at this, Warum haben Brother wir- Arion? Warum haben wir das betrachtet, Bruder Ayan? The Revelation and Genesis connection. What were we searching for? What point did we want to draw from that? Die Offenbarung, also diese Verbindung zwischen diesen beiden. Welchen Punkt wollten wir da herausziehen? Okay, so if you go to, he said because the test was prophetic. Weil der Test prophetisch war. If you go to Genesis 3:15, Wenn man zum ersten Buch Mose 3, Vers 15 geht. what does that test look like? Wie sieht denn dieser Test aus? What's the key word? Was ist denn das Schlüsselwort? Enmity or Feindschaft? Oder? yeah, we use the common one. Wir haben ein Hatred. We use the word hatred. wir haben das Wort Hass benutzt. So when you think about hatred, Und wenn man über Hass nachdenkt, that was the clue das war der Hinweis, to what kind of gospel the Genesis one is. das war der Hinweis dazu, was für eine Art von Evangelium das hier im 1. Mose ist. What kind of gospel is that? Was für eine Art von Evangelium ist das? Sounds moral. Es hört sich moralisch an. So all we're saying is it sounds moral. It has the feel of morality. Also alles, was wir sagen, ist, dass es moralisch klingt. So you've got morality here. Wir haben die Moral hier. Then when you go to 14:7, Und wenn man dann zur Offenbarung 14, Vers 7 geht, we just said simply da haben wir einfach nur einfach gesagt, it has the feel da fühlt es sich, of not being moral. fühlt es sich an, als wäre es nicht moralisch. And the way we did that Und die Art und Weise, wie wir das getan is haben, because what did we see? ist, weil, was haben wir gesehen? That 14:6 and 7 Dass 14, Vers 6 und 7 is the beginning of a process. ist der Anfang eines Prozesses. Plus, Und who are you speaking about? über wen spricht man denn hier? Or to? Oder wen spricht man denn an? The Genesis 3:15 is speaking about whom? 1. Mose 3, Vers 15 spricht zu wem? Us or them? Uns oder die? Was? Speaking about us. Es spricht über uns. This is God's followers. Das sind die Nachfolger Gottes. God will put hatred in our heart Gott wird Hass in unser Herz legen against them. gegen sie. But the Revelation 14 verse 7, Aber Offenbarung 14, Vers 7, who is he speaking about? über wen spricht es? Sister Radin, who is he speaking about? Revelation 14 verse 6 and 7. Über wen spricht es in Offenbarung 14, 6 und 7? Sorry? Is he speaking about us? Spricht es über uns? Yes or no? She says them. You said yes and no. Which one? Sprechen Sie über sie oder uns? Über sie. They speak about them. Them. Diese Brother Verse Carl? sprechen über them. Prove it to us. Them, beweis es uns. In verse 6, In Vers 6 in verse 6 it's for all the nations. In Sister Vers Radin? 6 geht es geht diese Botschaft an die ganze Nation. For the world. Not us.
In fact, we're the people that are giving this message to them. Also wir sind diejenigen, die die Botschaft ihnen geben. But that's only the beginning of this process. Aber dies ist nur der Anfang dieses Prozesses. It has other steps. Es gibt da noch weitere Schritte. It says Babylon is fallen Es sagt, Babylon ist gefallen and tells them, und es sagt denen, not us, nicht uns, not to receive the mark of the beast. das Mahlzeichen des Tieres nicht anzunehmen. And we don't even want to know what the mark of the beast is Und wir wissen noch nicht mal, was das Mahlzeichen des Tieres ist. from the verse. Also vom Vers jetzt hier. So if you go to Spirit of Prophecy, Also wenn man zum Geist der Weissagung geht, she's going to tell you, da wird sie uns sagen, don't follow the papacy. folgt nicht dem Papsttum. Are you okay with that? Ist das so okay? That's what Sister Llewellyn told us this meant. Das ist, was Schwester Soellen gesagt hat, was das hier bedeutet. Don't follow the papacy's Sunday worship. Folgt einfach nicht dem Papsttum der Sonntagsheiligung. And if this was such a serious issue, Und wenn das so eine ernste Sache hier wäre, shouldn't we be telling them that all the time? sollten wir ihnen das nicht die ganze Zeit sagen. But we don't, do we? Aber das tun wir nicht. We say, don't listen to the papacy Wir sagen, höre dem Papsttum nicht zu, in one breath, in einem Atem. but then we say to them, Und dann sagen wir ihnen aber auch, you can stay there following the papacy. du kannst da bleiben und dem Papsttum folgen. Because we don't tell them to leave, do we? Denn wir sagen ihnen ja nicht, dass sie da weggehen sollen, oder? So when you take all of those thoughts as a package, Wenn man diese ganzen Gedanken als ein Paket zusammennimmt, it doesn't feel so moral. da tut es nicht so moralisch ausschauen. It feels prophetic. Es fühlt sich prophetisch an. So that's as far as we got. Das ist so weit, wie wir gekommen sind. And now I want to go to another Spirit Prophecy quote. Dann möchte ich zu einem weiteren Geist der Weissagung Zitat gehen. This is also Second Selected Messages, I think. Das ist auch im Selected Messages, also frühe Schriften im Deutschen. So we'll go to Second Selected Messages, Also wir gehen jetzt zu Selected Messages, page 80. Seite 80. I think it's paragraph 4. Und ich glaube, es ist Paragraph 4. You familiar with this, Sister Kathy? Sind wir mit diesem Zitat vertraut? Now I'm getting worried. Let me check my references. Yeah, I think they're good. Yeah. Mhm. So this is I think a letter that Ellen White wrote to someone. Ich glaube, das ist ein Brief, den Ellen White an jemanden schreibt. If you look at the title, Wenn man den Titel betrachtet, it's a letter to Mr. Garmeyer, as Brother Arian just mentioned. da ist es ein Brief zu Mr. Garmeyer, wie Ayan es gerade erwähnt hat. And Ellen White's had a conversation with him, Und and now she's writing to him afterwards about the conversation. Ellen White hatte eine Konversation mit ihm und jetzt schreibt sie einen Brief über ihre Konversation. So before we read this, Also bevor wir das jetzt lesen, just want to introduce the context. da möchte ich jetzt hier einmal den Kontext betrachten. So there's a context at the back of this, Gibt es einen Kontext and it's the discussion about prophets. und es geht hier über das Gespräch über Propheten. Who is a prophet and who is not a prophet? Wer ist denn ein Prophet und wer ist es nicht? So there are two prophets. Also da gibt es zwei Propheten. Sister Catherine, are you familiar with this passage? No? Do you have it in front of you? Australian, are you familiar with this passage? Brother Jim, are you familiar with this passage? No? Okay, I've spoken about this passage quite a lot Ich habe über dieses Zitat schon öfters gesprochen, in the recent past, vor kurzem. but it's a pretty famous passage in our movement. Aber es ist ein ziemlich bekannter Abschnitt in unserer Bewegung. So, you know, there are about
10 to 15 Spirit of Prophecy quotes Gibt es, that define this movement. da gibt es 10 bis 15 Geisterweissagung Zitate, die diese Bewegung definieren. And this is one of them. Und das ist eins davon. This is one of the key passages that you should know well. Das ist eine der Schlüsselzitate, die wir gut kennen sollten. So every single one of us, Also jeder einzelne von uns, except me, außer ich, should be able to memorize. sollte es auswendig lernen können. And not memorize the quote, but memorize the reference. Also nicht unbedingt das Zitat auswendig zu lernen, sondern die Referenz, also die Quelle. As I say, there's about 10 or 15 key Spirit of Prophecy quotes. Also This hier- is one of them. Wie ich gesagt habe, es gibt da 10 oder 15 Schlüsselzitate und dies ist eins davon. So every single one of us should know this quote. Jeder einzelne von uns sollte dieses Zitat kennen. We should know basically what the issue is, and we should know the reference. Wir sollten ungefähr wissen, um was es geht und sollten dann auch die Quelle wissen. I think the other place that you find it, which is more famous, is in Last Day Events. I think it's page 227. Also diesen Abschnitt findet man, glaube ich, auch in Christus kommt bald im Englischen Seite 227, wenn ich mich richtig erinnere. Yeah, 227. Ja, Seite 272. Okay, so this 27. is sorry. Yeah. This is a letter to Mr. Garmeyer, Also das ist jetzt ein Brief zu Mr. Garmeyer and it's a discussion und hier ist ein Gespräch, gibt ein Gespräch between two prophets. zwischen zwei Propheten. Sister Kathy, you familiar with this now? Sister Kathy, bist du nun Good. damit vertraut? Tell me who the two prophets are. Sag mir, wer diese zwei Propheten sind. So it's Sister White is one of the prophets, Also Schwester White ist eine der Propheten and the other one is Anna und die andere ist Anna Phillips. Phillips. So the letter is not to Anna Phillips, it's about her theology. Also der Brief ist jetzt nicht für Anna Phillips gedacht, sondern es geht um ihre Lehren, die sie vertritt. And Ellen White is pretty clear. Und Ellen White ist ziemlich deutlich hier. She says, Sie sagt, 18.2, I think. so she says, Sie sagt, let me set you right on something. lass mich dich richtig stellen oder korrigieren. She says it with force. Sie sagt es mit Zwang oder mit Nachdruck. So she's going to say, Und sie sagt, on this issue, in diesem Thema, there's a true prophet da gibt es einen wahren Propheten and a false und prophet. einen falschen Propheten. And let me set you straight, Und lass mich dich hier korrigieren, Mr. Garmeyer, Mr. Garmeyer, that I'm the true prophet. dass ich der wahre Prophet bin. She doesn't play around with this person. She says, I'm the true prophet. Anna Phillips is the false prophet. Sie spielt hier nicht rum. Sie sagt dieser Person, ich bin der wahre Prophet und Anna Phillips ist die falsche Prophetin. And I want us to know, Und ich möchte, dass wir wissen, if you have, well, you should have the opportunity, if you're not familiar with this, to read this passage. It's not that long. ihr solltet die Möglichkeit haben, diesen Abschnitt zu lesen. Er ist nicht sehr lang. And the subject Und das Thema, or the theme is about time setting. das Thema geht um Zeitsetzung. So it's all about time. Also es geht um Zeitsetzung. And in this section, Und in dieser Sektion she says the following. sagt sie Folgendes. We had a conversation Wir hatten eine Konversation and you kept on repeating something. und du hast immer wieder etwas wiederholt. The thing that he kept on repeating is that we need to be consistent. Und die Sache, die er immer wiederholt hat, ist, dass wir beständig sein müssen. Consistent. Also beständig. Sister Sue Ellen, Schwester Suellen, can you give us another word for consistent, kannst du uns ein weiteres Wort für Beständigkeit geben? but not just a synonym? Aber nicht einfach nur ein Synonym. Don't want just a synonym. Ich möchte nicht einfach nur ein Synonym. If we're going to think about consistency Wenn wir über Beständigkeit nachdenken, in the context of our studies, im Kontext von unserem Studium, the ones that we've been looking at, die wir hier betrachtet haben, I want you to give me what consistency would be. da möchte ich wissen, was Beständigkeit bedeutet. Consistency equals what?
Beständigkeit ist gleich was? If you're not sure, I'll give you the Spirit of Prophecy reference. Wenn du nicht sicher bist, dann gebe ich dir die Quelle vom Geist der Weissagung. Bedeutet das Gleiche immer zu tun? So you said it means to do the same thing. So, du hast gesagt, es bedeutet immer das Gleiche zu tun. So you gave me a synonym or a dictionary definition, which I don't want. Also du hast mir hier ein Synonym gegeben, beziehungsweise eine Wörterbuchdefinition. Das ist nicht, wonach ich gesucht habe. We've spoken about consistency, Wir haben über Beständigkeit gesprochen, but we never use that word. aber wir haben nicht dieses Wort benutzt. And it's in this Spirit of Prophecy quote. Und es ist in diesem Geist der Weissagung Zitat. So can we have I'll open up to the class, another word for consistency. Hier die Klasse, jemand anderes möchte sagen, was Beständigkeit ist? Sorry? Process? Ein Prozess? Yes. Beständigkeit ist ja nach meiner Meinung, wenn man das gerne tut und immer wieder. Okay, consistency for her is that you like to do it and you repeat doing it. That's a dictionary definition, Das ist eine Wörterbuchdefinition, which is correct. welches richtig ist. Same one Sister Sue Ellen gave us. Gleiche, welche auch Schwester Suellen uns gegeben hat. But when we did our study, Aber als wir unser Studium I hier want us to hatten, see a slightly different definition. ich möchte, dass wir eine etwas unterschiedliche Definition sehen. Sorry, I was looking to get translation and it's not going to work, is it? Also, Shimon? Help us. Okay. Not counterfeit, no. Consistency is not counterfeit. Ist nicht die Fälschung? That it matches, like it's the same. So that's the same, that's a dictionary definition. Das ist die Wörterbuchdefinition. So consistency, Die Beständigkeit, we looked at the word process da haben wir das Wort Prozess angeschaut and und order. die Reihenfolge. So I want us to see that this concept of consistency Also ich möchte, dass dieses Konzept der Beständigkeit, is this concept of doing things in an orderly fashion. also das ist eigentlich einfach dieses Konzept, dass man etwas in einer Reihenfolge tut. This is not a dictionary definition of that word. Und das ist jetzt keine Wörterbuchdefinition von diesem Wort. So she says, or he says, Also er sagt, I love consistency. ich mag Beständigkeit. And she says, Und sie sagt, I'm glad you like consistency ich bin froh, dass du Beständigkeit magst, because so do I. denn so tue auch ich das. And let me tell you something. Und lass mich dir etwas sagen. You talk about Anna Phillips' visions Du sprichst über die Vision von Anna Phillips and you say und du sagst, they are, sie sind, what are they? was sind sie? They're consistent. Dass sie beständig wären. You say they're consistent. Du sagst, sie wären beständig. What he said was Und was er gesagt hat, ist, that Anna's visions dass die Visionen von Anna, take the image of the beast dass sie das formen, das Bild des Tieres, and places the image of the beast after the close of probation. und diese Visionen platzieren das Formen des Bild des Tieres nach dem Ende der Gnadenzeit. So if I say the word after, Und wenn ich jetzt das Wort nach benutze, what concept or issue are we dealing with, Sister Catherine? um welches Konzept handelt es hier? Not time. Nicht Zeit, It's on the board. ist auf der Tafel Or mit dem Prozess, oder? Es handelt über Prozess, oder? image of the beast, Das Bild des Tieres, close of probation. That's what she said. Ende der Gnadenzeit. Das ist, was sie gesagt hat. She said you place one after the other. Und sie sagt, du platzierst eins nach dem anderen. Consistency Ist or Beständigkeit, oder? order. Oder die Reihenfolge. So the issue is, Also das Thema hier ist, what is the issue, Sister Aileen? was ist das Problem hier, Schwester Lin? The order. Die Reihenfolge. Or we could say, which one comes first? Und wir könnten auch fragen, welches kommt dann hier als erstes? If you want to be consistent, Wenn du beständig sein möchtest, what should you do? was solltest du tun? Put them
Put them, continue. Make sorry. it, oh, it's okay. I'll give you the wir- answer. Put them in the correct oh, order. also, sorry about that. Also tu sie in die richtige Reihenfolge. We okay with that? Ist das so okay? If you put them in the correct order, you would have a consistent message. Wenn du sie in die richtige Reihenfolge tun würdest, dann hättest du eine beständige Botschaft. So order and consistency is not a proper dictionary definition. Also Beständigkeit und die Reihenfolge ist jetzt nicht unbedingt ein gemäßes Definition des Wörterbuchs. Okay, so what's Anna saying? Was sagt denn Anna? What's Anna saying? Was sagt Anna? Sorry, Sister Anna, if you're watching this, it's not you. Schwester Other Anna, es one. tut mir leid, wenn du das hier siehst. close operation is before the market. So Anna, Also Anna sagt, she said, sie sagt, the close of probation dass das Ende der Gnadenzeit is before the image of the beast. vor dem Bild des Tieres wäre. Why is this of interest to us? Warum interessiert uns das? Sister Sue Ellen took us to 14:9, Wir sind hier zur Offenbarung 14, Vers 9 gegangen and she said, und sie sagte, the great test dass der große Test is don't receive the mark of the beast. ist, dass wir das Mahlzeichen des Tieres nicht annehmen sollen. Remember, Erinnert euch? first angel's message is just the beginning of that process. Die erste Engelsbotschaft ist nur der Anfang dieses Prozesses. In process of fulfillment. Im Prozess der Erfüllung. 1798 1798 will say to the end of the world. sagen wir bis zum Ende der Welt. We're okay with that? Ist das so okay? Second activity is 102. Zweite Selected Messages, Seite 102, Paragraph 1. Historical events. Historische Ereignisse. So each one of these must be Also jeder einzelne davon muss was sein? an historical event. Ein historisches Ereignis. 1798, 1798. this one Und das hier is the mark of the beast. ist das Mahlzeichen des Tieres. But there's a bit more in the verse. Aber da gibt es noch ein bisschen mehr in dem Vers. It says, don't receive the mark of the Das beast. heißt, tut dieses Mahlzeichen des Tieres nicht erhalten. Sister Kathy, Schwester Kathy, verse 9. Vers 9. Don't read it, but paraphrase. Lese es nicht, aber sag es in deinen Worten wieder. Erhalte nicht das Mahlzeichen und tu nicht anbinden. Don't receive the mark and don't worship the beast. Erhalte nicht das Mahlzeichen des Tieres und tu auch nicht das Tier anbeten. So don't worship the beast Also bete nicht das Tier an or the beast's image, oder das Bild des Tieres and don't receive its mark. und erhalte nicht sein Mahlzeichen. So it says, don't take the mark of the beast Also nimm nicht das Mahlzeichen des Tieres. from Von? whom? Von wem? From whom? Von wem? Just straight from the verse, from whom? I'm- Who should you not take this mark from? Von wem soll man dieses Mahlzeichen nicht annehmen? From the beast Vom Tier? and? Und? Is there an and? Gibt es da ein Und? Brother Arian, how do you read the verse? Wie liest du diesen Vers, Bruder Arjan? Sorry? The image. Und das Bild? And his image, yeah. Und das Bild. No tricks, it's Als- right there. Ist kein Trick jetzt hier, ist einfach da im Vers. Don't receive the mark Erhalte nicht das Mahlzeichen from the beast von dem Tier and the beast's image. und das Bild des Tieres. From either of them. Von keinem von beiden. It didn't say that? You paraphrase, you tell us what it says. Gib dem How Ver- would you say it? Wie würdest du es sagen? When you worship the beast Wenn jemand das Tier anbetet or his image, oder Okay. sein Bild then it says, and receive his mark in his forehead or his hand. So who's the his?
und das Mahlzeichen, sein Mahlzeichen auf der Stirn annimmt. Also wer wäre das? Er. Also im Englischen gibt es da ein Er noch in dem Vers. You have to tell us what you think. Da musst du uns erzählen, was du denkst. Sorry, start. Tell us what the verse says. Sag uns, was dieser Vers You just sagt. give us a story. Paraphrase what this verse says. Gib uns einfach eine Geschichte. So you have a beast Also man hat ein Tier and an image, und ein Bild and you should not, and an image of that same beast, und ein Bild dieses Tieres. and you should not worship both of them, Und man sollte beides nicht anbeten. and you should not receive the mark of this beast. Und man sollte das Mahlzeichen dieses Tieres nicht annehmen. Tell me when you just tell me when you're finished. I'm finished. My point is, Okay, so if you're finished, then you don't need to make a point because the point should have been in the paraphrase. So have another go if you want to make a point. Because I want you to tell me what the point of the verse is. So when you do the paraphrase, you can't put a point on top. Ich möchte, dass wenn du hier mir den Vers erklärst, dass du einfach deinen Punkt rüberbringst. the point I want to make is the mark is only connected to the beast. Mein Punkt ist, dass das Mahlzeichen nur mit dem Tier verbunden ist, Not to the image. nicht mit dem Bild. That's not what I get from this. Das ist nicht, was ich von diesem Vers bekomme. Okay? Okay. So you want to change this and just make it the beast. Also du möchtest das hier verändern und es nur als das Mahlzeichen oder Don't- das Tier haben. Don't take the mark from the beast. Nimm nicht das Mahlzeichen von dem Tier. I'm only saying this because you made a point that from this verse you can see that it's both, and I don't really see it. So That's fine. that's why I'm addressing it. Yeah. So So I should take that out. Also für dich sollte ich das hier rausnehmen. Anyone else? Hat jemand anders noch eine Idee? Das Bild ist ein Spiegelbild von dem Tier. The image is a mirror image from the beast. So the image is a mirror of the beast. Also das she says a copy. Das they belong together. They belong together. Sister May? And here is the receive his mark. The his is a sheep cursive. Ah, okay. This his is italicized. Yeah, the his is perhaps not in there. So if you read the beast and his image and receive the mark, not his mark, but you receive the mark, it could be from the both. Okay, so you want to get rid of the his Also du würdest das his wegstreichen. because I know it's italicized. I get that. So you want to get rid of that to Because if you have to make it both. if you have this grammatically, it should be only from the beast. Where the beast, his image, his mark. Also grammatisch gesehen sollte es dann alles von dem Tier selber kommen. Can I say image, his beast, his image, and both of them the mark? It's not logic. It's not logical. My sister? Das Bild des Tieres The image of the beast. ist eine Kopie vom Mahlzeichen des Tieres. Aber das Bild des Tieres gehört zu der USA. Das Mahlzeichen des Tieres ist eine. Sie gehört zu der USA. Denn das Bild des Tieres ist, was Ellen White schreibt, die Protestanten und die Republikaner. The image Gehört zur USA. You need to stop. Translate. image of the beast is a copy, and it's the United States, the Protestants and the Republicans. We don't want to do United States or Protestants. Also wir sprechen hier jetzt momentan nicht über die USA und die Republikaner. We just want to see what the concept is Wir möchten ja einfach nur das Konzept betrachten, before we go to Spirit of Prophecy. bevor wir zum Geist der Weissagung gehen. So, okay, finish your point. It's the United States. Also tu noch deinen Punkt beenden, was du sagen wolltest. It's okay. But you didn't finish. Aber du hast ja deinen Punkt noch nicht zu Ende gebracht. Ja, ich weiß, aber er will was anderes hören.
You want to hear something different. I want to hear something different. That's what you No, said. no, I want to hear what you said. Ich möchte hören, was du sagst. I want to hear the point you wanted to make. Wir müssen ja da einen Unterschied machen, ja, We have to make a difference von dem Bild des Tieres, between the das Wahrzeichen des Tieres, between the image of the beast and the mark of the beast. weil die verschiedene Anfänge haben, They have different beginnings, aber das Bild des Tieres ist eine Kopie vom Wahrzeichen des Tieres. and the image of Schluss. at the end, the image of the beast is a copy of the mark of the beast. She said that? Yeah. The image of the beast is a copy of the mark of the beast. Das Malzeichen des Tieres ist eine Kopie Wahrzeichen des Tieres. vom Malzeichen des Tieres. Yeah, she said that. I think she's good. I don't think that's... No, let me not tell you what I think. You tell me what this verse says, Sister Kathy. Sag mir, was This du is your in diesem Vers denkst. I was trying to do what you told me and I got it all wrong. Uh-huh. I'm sorry. I made a mess. Do you want to come up or you want me to draw for you? Sure. So we're going to draw a person, So eine Person, beast, ein Tier drunter and under that Nebuchadnezzar, just Neb. und dann Nebukadnezar. And then put an arrow going that way. Und dann ein Pfeil, der in die Richtung geht. Picture of a man, Und dann ein weiteres Bild von einem Mann. and it's bold. Und dieser ist mutig. So if you didn't bow down to the image, Statue of gold. Aus Statue of Gold. Und wenn das ist hier die Statue aus Gold. So this is the story of Daniel. Tricked me. I said 2. I Und was going to write 3. die Geschichte von Daniel So this Kapitel is Dan 3. story of Daniel 3. So let's just summarize. Also lasst uns hier zusammenfassen. Nebuchadnezzar Nebukadnezar is a beast. ist ein Tier. Okay. So what beast is he? Und was für ein Tier ist er? A lion. Ein Löwe. So we know he's a beast. Also wir wissen, dass er ein Tier ist. It says in Daniel 2. Das sagt es so in Daniel Kind 2. of, and 7. So he's a beast, and he makes a copy or a statue of gold. Also macht jetzt hier eine Kopie aus Gold. everybody had to bow down. Und jeder musste niederknien vor diesem So this person Bild. has to bow down to this thing, Und diese Person muss sich jetzt hier vorher beugen. Which is equal to bowing down to Nebuchadnezzar. so if you bow down to the statue, Wenn man sich vor der Statue beugt, it's the same as bowing down to Nebuchadnezzar. dann ist es das Gleiche, als würde man vor Nebukadnezar sich verbeugen. It's equivalent. Das ist das Gleiche. So you take the mark, So this is the story. Also das ist die Geschichte. So this is going to prove. Now we're back into Revelation. So now go back into Revelation. that if you worship Oh, before we do that, Bevor wir jetzt das tun, what's this? was ist das hier denn? This is the beast, Das ist das Tier. and this Und das hier, This would be the image of the beast. das wäre das Bild des Tiers. So we've gone to Daniel 3, we've got the beast and the image, Also wir haben ja aus Daniel 3 das Bild und same two powers, das Tier und das Bild, and now what? die zwei gleichen Mächte. Und nun? So if you, they're connected. So you Sie sind verbunden. worship the beast or the image. Also man The same. tut entweder das Tier oder das Bild anbeten, aber es ist das Gleiche. Man bekommt dieses Malzeichen. So if you bow down to either one, Und wenn man vor irgendeinem niederbeugt, the result is the same, dann ist das Resultat das Gleiche and you get the mark. und man bekommt dann das Malzeichen. You want to say something? Oh, good. Amen. Passend dazu Fitting for this, wissen wir, dass we know Satan alles kopiert. that Satan copies everything, Also müssen wir das auch im Original finden. so we have to find this in the original. Das haben wir in Offenbarung 14.1.
and we do find that in Revelation 14, verse 1. Sie hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters We have the name of him and of his father geschrieben in ihrer Stirn. written on their foreheads. Wo es um die Versiegelung geht, um das Mark, um the Mark, also die Mhm. Markierung des Tieres. Where we have, the sealing, which is, the mark, so to speak. Okay, so we've got Revelation 14, verse 1. So, wir haben nun Offenbarung 14, Vers 1. We have a lamb Wir haben ein Lamm with the 144,000, und die 144.000 and they have a mark und sie haben eine Markierung in their foreheads. auf ihren Stirnen. And that mark Und diese Markierung is the Father's name. ist der Name des Vaters. So you're saying that's an original or a comparison to what we're dealing with in. His name and the Father's name. Okay, I think it just says the Father's name. Ich glaube, es sagt Oh. nur den Namen it seines says- Vaters. Is it different in the German? It says, Seinen Namen und den Namen seines Vaters. wo liest du das in Vers 1? Es heißt, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirn. Wow. In der Deutschen steht seinen und des Vaters. Ich lese Deutsch. Okay. I'm reading German here. I think he has a different German version. Okay, either way, I don't think it changed to the point that you want to make, Ich glaube, es Weil- tut den Punkt, den du machen wolltest, nicht verändern. or perhaps it does. Vielleicht tut es das auch. In the English, it seems to just say the Father's name. I don't know if that makes a difference to you. Also im Englischen scheint es so, als würde es sagen, nur den Namen des Vaters. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied für dich macht. But you've got two groups of people who are receiving two marks. Aber du hast zwei Gruppen, die jeweils eine Markierung erhalten. So we've gone to we've gone to Daniel 3, Also wir sind zu Daniel Kapitel 3 gegangen, which was cheating. welches ein bisschen spickeln war sozusagen. So if we're in verse 9, Also wenn wir im Vers 9 sind, Revelation now, Revelation 14:9, Offenbarung 14, Vers 9, the third angel followed them, saying with a loud voice, da sagt ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme, If any man worships the beast wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet and his image, und sein Bild and receive the beast's mark in his forehead or in his hand, und das Mahlzeichen, also das vom Tier, auf seine Stirn oder seine Hand annimmt, verse 10, Vers 10, he's going to get into trouble. dann wird er Probleme bekommen. You okay with that, Brother Arian? Ist das okay, Bruder Arjen? Sure. So in verse 9, Also im Vers 9 the angel says, sagt der Engel, If you worship the beast wenn du das Tier anbetest and the beast's image, und das Bild des Tieres and you receive his mark, und man sein Mahlzeichen bekommt, you're going to get into trouble, verse 10. dann wirst du in Vers 10 Probleme bekommen. So it says, if you worship the beast Also es sagt, and the image, wenn du das Tier und das Bild anbetest, it says that, ja? and then you receive his mark. Und dann tust du sein Mahlzeichen Now, erhalten. the only mark that you can receive, Und das einzigste Mahlzeichen, was man bekommen kann, I would suggest, würde ich vorschlagen, and I think this is in contradiction to what Sister May was saying, und ich glaube, das ist anders, wie Schwester May es gesagt hat, there's only one person who can give out marks. da gibt es nur eine Person, die die Mahlzeichen verteilen kann. It's the beast. Und es ist das Tier. So when it says his mark, I think it has to be his. Und ich glaube, wenn es sagt sein Mahlzeichen, dann würde ich vorschlagen, dass es sein muss. I think it's a good translation, Ich glaube, es ist eine gute Übersetzung. and it's the mark's beast. Und ich glaube, It's the beast's mark that you're receiving, es ist, glaube ich, das Mahlzeichen des Tieres, was man erhält. which is why you wanted to just do this. Welches du eigentlich nur das tun wolltest. So it says, Also es sagt, don't worship the beast and the beast's image. also tut das Tier nicht anbeten und das Bild. So let me ask you a question, Brother Arian. Lass mich dich eine Frage stellen. If I had said or, Und wenn ich jetzt oder gesagt hätte,
the beast or the image, das Tier und oder das Bild, is that very different to the beast and his image? ist das ziemlich anders wie das Tier und das Bild. What's the difference to you, Was ist der Unterschied für dich? conceptually, not just a definition of or? Makes them two different entities. Das macht sie zu zwei unterschiedlichen Einheiten. If it's and, there's still two different entities. Und wenn es und wäre, dann wären sie dennoch zwei unterschiedliche Einheiten. There's still two different entities. Es sind zwei unterschiedliche Einheiten. Oh, you don't get that from this verse, but we know, that we know that you cannot worship the beast without the image, or the other way around. Wir wissen, dass wir das Tier nicht anbinden können ohne das Bild oder umgekehrt. What I wanted to see is that we can get it in the verse Was ich möchte, ist, dass wir das im Vers sehen könnten. because it uses the word and. Und es tut nämlich das Wort und benutzen. Because if it used the word or, Und wenn das Wort nämlich oder benutzt werden you würde, could pick or choose which one you want to go for. dann könnte man ja entscheiden, welches man anbeten wollte. But it says and. Aber es sagt und. So you've got none of them or both of them. Also man hat entweder kein oder beide. So I think we can get that from the word and. Also ich glaube, wir bekommen das von diesem Wort und It's a heraus. package deal. Es ist sozusagen ein ganzes Paket, was man If da you're okay with bekommt. that. And then the second thing is, Und die zweite Sache ist, if we were willing wenn wir willig wären, to change the word image das Wort Bild to copy. einfach in Kopie umwandeln. So if we said the beast and the beast's copy, Also wenn wir einfach sagen würden, das Tier und die Kopie des Tieres, I think it's a legitimate translation ich glaube, das wäre eine gute Übersetzung. because that's what the word image means. Denn das ist, was eigentlich das Wort Bild And bedeutet. it would also reinforce the idea that if you do one, you have to do the other. Und es würde auch die Idee bestätigen, dass wenn man das eine tut, das andere auch tun muss. So if you worshipped the original, Also wenn du das ursprüngliche anbeten würdest, the beast, das Tier, if there was an identical copy of that thing, wenn da eine identische Kopie davon geben würde, what would you do to that thing? was würdest du denn mit Copy. dieser Kopie tun? You'd worship that as well Du würdest es auch anbeten, because they're identical. denn sie sind identisch. So all I pick up from the first bit is that the beast and by definition the image of the beast means they're identical things. Also was ich hier aus diesem Vers nehme oder ich rausnehme, ist, dass das Tier und dieses Bild des Tieres eigentlich das gleiche dann ist. Now I know my sister said one's the papacy and one's the United States. Ich weiß, meine Schwester hat gesagt, eins ist Papst und das andere ist die Vereinigten Staaten. So I'm not disagreeing with that. So, ich tue damit nicht ich stimme damit überein. But just by looking at the words themselves, Aber wenn ich die Worte selber einfach nur betrachte, I think you can show that they're identical. ich glaube, da kann man zeigen, dass sie identisch sind. So if you did one thing to the original, you do the other thing, the same thing, sorry, to its identical copy. Also wenn man etwas mit dem Original macht, dann macht man automatisch auch etwas mit der Kopie You okay davon. with that? Ist das okay? I can't resist the temptation now because we're in Daniel 3's here. Ich kann jetzt der Versuchung nicht widerstehen, weil wir hier schon in Daniel 3 sind. Because we shouldn't really do this. Wir sollten das nicht tun. You get the original, Man hat den Ursprung, and this is an identical copy das Original, hier eine identische Kopie, that's, I don't know, 20 times bigger and made of metal. die 20 mal größer ist und aus Metall besteht. So it's completely different, Es ist komplett anders, but it's an identical replica. aber es ist eine identische Abbildung. This is alive and this is dead. Das hier ist am Leben und das hier ist tot. So there's big differences, Also da gibt es große Unterschiede, but they're identical. aber sie sind identisch. So then it says, don't worship either of them, Und hier sagt es, tu keins der beiden anbeten. but you have to put both of them together. Aber man muss beide zusammentun. Then it says, don't receive his mark. Und dann heißt es, tu nicht sein Mahlzeichen erhalten. Now we'll call it a person, the only person that can issue out marks Und die Person, die nur diese Mahlzeichen oder diese Markierungen aushändigen kann, would be whom? wer?
has to be the beast Es muss das Tier sein, because he's the original. denn er ist dieser Ursprung, das Originale. So he's going to give out these original marks. Also er gibt diese originale Markierungen raus. So if he's going to give out these marks, Und wenn er diese Markierungen rausbringt, what would his copy do? was würde denn seine Kopie Or tun? his replica? Oder diese Nachahmung? What would he be doing? Was würde die denn tun? Because in order to make him or for him to be the replica, So dass er die Nachahmung sein kann. the simple thing is he has to look like him. Das einfach gesagt, dann muss er wie er aussehen. What else does he have to do? Und was besides muss er noch looking? tun? Außer dass er nur so aussieht. Do the same. He has to not just look, Er muss nicht nur gleich aussehen, he has to act. He has Er to mu- do the same thing. er muss das Gleiche nachahmen. So he has to act in the same way. Also er muss gleich agieren, gleich handeln. So I think in the verse, So, ich glaube in dem Vers, if the beast is doing this, wenn das Tier das tut, issuing out orders, dass es Anweisungen gibt, the image or the copy would have to do the same thing. dann würde das Bild oder die Kopie das Gleiche tun. He'd have to issue out the same orders. Es würde die gleiche Anordnung ausführen. Is that okay? Ist das so okay? Sister Kathy? Also back in 13, Revelation 13, it says the beast gave power to the image. In Kapitel 13 heißt es ja auch, dass das Bild dem Tier Leben gab. So when we start going to other verses, Wenn wir zu anderen Versen gehen, we can prove, I think, that this is so. da können wir beweisen, dass es I hier know. so ist. So that's why I wanted to look at the words to see if from the words we can see this. Und ich wollte nur, dass wir hier sehen, dass wir das aus den Worten herausnehmen. So the question comes up now, So, die Frage kommt nun auf. and I think I've addressed this question before. Ich habe diese have. Frage bereits schon vorher gehandhabt. When we start talking about how we read, Wenn wir darüber sprechen, wie wir lesen sollten, or a thus saith the Lord, oder ein So sagt der Herr, I would agree with Brother Arian. dann würde ich mit Bruder Ayan übereinstimmen. I would have had to taken the image out of that Dann hätte ich hier das Bild herausnehmen müssen. because the mark Denn das Malzeichen is clearly the beast's mark. ist klar und deutlich das Malzeichen des Tieres. It's not the image's mark. Es ist nicht das Malzeichen des Bildes. So I call it a plain surface reading Ich- would say that the image has got nothing to do with this. Ich nenne hier das einfach, dass man das einfach so hier oberflächlich liest. Da sieht man, dass das Bild mit dem Malzeichen, mit dem Malzeichen nicht viel zu tun hat. I'm saying Ich sage, this is not application, das ist keine Anwendung, but this is reading deeper into what these words are saying and the structure of the verse. aber wenn man hier jetzt die Struktur tiefer liest und was diese Wörter bedeuten, And I'm suggesting da schlage ich vor, that just from the reading, dass von dem Lesen you can demonstrate dieses Verses kann man demonstrieren, that the copy dass die Kopie would also issue out marks, auch ein Malzeichen händigen würde. because that's what makes it a copy. Denn das ist es ja, was es zu einer Kopie macht. The characteristics of the copy and the original is that they hand out marks. Die Charaktereigenschaften der Kopie und auch des Originalen ist, dass sie Markierungen verteilen. Let me rephrase that. Lass mich das nochmal sagen. In this verse, In diesem Vers, if you want to know what a beast looks like, wenn man wissen will, wie ein Tier ausschaut, what do they do? was tun sie denn dann? Does a beast wear a suit, Tut das Tier einen Anzug anhaben shout? oder es tut rufen? The only information that we have in the verse Die einzige Information, die wir in dem Vers haben, is the beast does what? ist, dass das Tier was tut. Sister Catherine? Schwester Catherine? Gives out marks. Dass es Malzeichen oder Markierungen aushändigt. That's what this verse tells us it does. Das ist, was der Vers uns sagt, was es tut. It's the characteristic of the beast. Es ist die Charaktereigenschaft des Tieres. You have to go somewhere else Und man muss woanders hingehen to look for other characteristics. und man muss für andere Charaktereigenschaften schauen. 17 verse 5. 17 Vers 5. Another characteristic Eine weitere Charaktereigenschaft of this beast, von diesem Tier, 17:5, 17 Vers 5,
is that it kills people. ist, dass es Leute tötet. Now you might think that's a stretch. Und ihr mögt denken, dass das vielleicht weit hergeholt ist. Revelation 17:5. Offenbarung 17, Vers 5. But I think you can make that defense. Ich denke, man kann das so verteidigen. In 17:5, Und Offenbarung 17, Vers 5, is it not Vers 6? 6. Oder Vers 6? Keep on saying 5. 17:6. Offenbarung 17, Vers 6. There's no mark that's mentioned there, Da gibt es kein Malzeichen, das genannt wird. but what's mentioned Aber was genannt wird, is bloodshed, ist, dass Blut vergossen wird. killing. Also, dass Menschen getötet werden. So that's another characteristic from another verse. Das ist eine weitere Charaktereigenschaft von einem anderen Vers. So coming back to our one, Also kommen wir zurück zu unserem Vers. beasts do what? Tiere tun was? What makes you a beast? Was macht dich denn zu einem Tier? Sister Kathy, what makes you a beast? In 14:9. What do? No, what does the beast do to make you a beast? What does the beast do? Was tun Tiere? They don't kill people. Sie tun jetzt nicht Leute töten. They give out marks. Sie tun Mahlzeichen verteilen. And now you've got a copy of the beast. Und jetzt hat man eine Kopie dieses Tieres. So if you're a copy, what would you have to do? Und wenn man diese Kopie wäre, was müsste man tun? You have to give out marks. Dann musst du auch Mahlzeichen aushändigen. And ostensibly, you have to give out the same mark. Und eigentlich musste man dann auch das gleiche Mahlzeichen herausgeben. Theoretically, Theoretisch gesehen, Brother Arian, Budayan, what would the image of the beast or the copy beast have to give out? was müsste das Bild des Tieres oder das Kopie des Tieres, was müsste sie herausgeben, If you wanted to be technical, wenn man ganz technisch sein möchte? its own mark. Sein eigenes It Mahlzeichen. would have to give copy marks out, Es müsste Kopie-Mahlzeichen not the ausgeben, original ones. nicht das Originale. But Aber they're identical. sie sind identisch. So hopefully we're okay with that. Ich hoffe, das ist so okay. We're stuck with it being the original one because it doesn't say, and the image would give out copy ones. Wir stecken fest hier mit dem Originalen, weil es heißt ja nicht hier, dass die Kopie Mahlzeichen herausgibt. The point that I want to make, Den Punkt, den ich machen möchte, which is why I wanted to labour this discussion on the verse, und das ist, warum ich diese Diskussion hier angeregt habe, über diesen Vers. because what are we doing? Was tun wir denn? Are we guessing? Tun wir hier raten? Are we using logic? Tun wir Logik anwenden? Or are we just reading God's word plainly? Oder lesen wir Gottes Volk einfach nur so, wie es steht? And I think for many of us, Und ich glaube, für uns, for many people outside of this room, viele Leute, die außerhalb dieses Raumes sind, they would not think this is just reading God's word. sie würden nicht denken, dass das einfach nur das Lesen von Gottes Wortes ist. And I think they get into a mess. They make wrong conclusions because they don't read properly. Und ich glaube, sie machen falsche Schlussfolgerungen, weil sie nicht richtig lesen. So I want to give a defense Also möchte ich hier eine Verteidigung äußern, because I think this is what Sister Kathy said. denn ich denke, das ist, was Schwester Kathy gesagt hat, Without doing this, ohne, Daniel, ohne das hier zu tun, Daniel, that both the beast and the image dass hand out marks. beide, das Bild und die Kopie, Mahlzeichen verteilen. That's what the verse says. Und das ist das, was der Vers sagt. And you have to read the verse really carefully to be able to extract that information. Und man muss den Vers sehr vorsichtig lesen, um diese Information herauszubekommen. Because it's easy Denn es ist einfach, to say, don't worship the beast or the copy, tut das Tier nicht anbeten oder das Bild and don't get the mark from the beast only. und erhalte nicht einfach nur das Mahlzeichen von dem Tier. Because if that were the case, Denn wenn das so wäre, what we haven't discussed so far is what, Sister Aileen? What have we not discussed in this verse? was haben wir in diesem Vers noch nicht besprochen? Which word? Welches Wort? Actually, we have mentioned it a lot, actually, I think. Ich glaube, wir haben es oft erwähnt, aber ich weiß nicht, ob wir es behandelt haben.
What should we not do? Was sollten wir nicht tun? Anbeten? We should not receive the mark of the beast. Before that. Zuvor? I don't know if it's the first line, depends Jetzt how long ist your Vers lines 9. are. Ist Vers 9. Probably second line for me. Was sollten wir nicht tun? Ist ein bisschen lauter. Und Before that. zuvor? She didn't hear you, brother Jim. Was sollten wir nicht mit dem Tier und sein Bild tun? This is good. What's the first thing you should not do? Was ist das Erste, das du nicht tun solltest? Das steht ja und sprach mit und sein Bild annimmt. Das Tier und sein Bild was? Nimmt. Das steht bei mir. Ich habe eben eine falsche Übersetzung. She has a different translation, so probably the word is not in there for her. It Was, a seems car? different. Do not bow down. Nicht niederzuknien. Zeichen sollte man nicht an die Stirn und an die Hand nehmen. You should not receive the mark of the beast on your forehead and your hand. No, before that. Zuvor, was steht in dem Vers? We should not bow down Wir sollten uns nicht niederbeugen or, oder Brother Jim? Worship. anbeten. It says don't worship. Das heißt, tu nicht anbeten. Did it say that in your version, Sister Aileen? Aline, Have a sagt different es das version? in deiner Version, man soll nicht anbeten? Why are you not working in English? I want to know. Why are you working in some dodgy German version? It's not even the same one that she's got. You tell me off if I use some revised version. Worship. Anbeten. Yes? Okay, so Brother Arian, Bruder Ian, it says don't worship also es heißt hier, bete nicht an, this one and this one. nicht das hier und das hier. What does worshiping the beast look like? Wie sieht es denn aus, wenn man das Tier anbetet? In the verse, In dem Vers, obey. Well, I'll go with obey. also wir nehmen jetzt mal gehorchen. So when you say, okay, I'm going to obey the beast, Wenn es heißt hier jetzt, okay, ich werde das Tier gehorchen, what's he telling you to do? was sagt es denn dir, dass du tun sollst? So Das Mahlzeichen zu erhalten? he says, Er sagt, obey me, gehorche mir, come close, komm nah and I'm going to stamp you. und ich möchte dir hier ein Mahlzeichen aufdrücken. So you'd come close because you're going to worship him or obey him. Und du wirst jetzt hier an ihn herantreten, weil du wirst ihm gehorchen, du wirst ihn anbeten. You okay with that? Ist das okay? And what are you supposed to do with the image? Und was sollte man denn mit der Kopie machen und mit dem Bild? The same Das thing. Gleiche. Exactly the same. Genau das Gleiche. So we'd get stuck. Continue. Oh, wir stecken dann hier Sorry, I fest. don't know. We would get stuck if we try to make the worship something different. Wenn wir versuchen wollen, dass wir die Anbetung verändern wollen zu etwas anderem. Because I would suggest Denn ich würde vorschlagen, if we made the worship something different, wenn wir diese Anbetung in etwas anderes verwandeln, now we're guessing. dann tun wir raten. Now it's not a thus saith the Lord. Dann ist es kein so sagt der Herr. Because the verse clearly says, Denn der Vers sagt deutlich, the way you've just expressed it, wie du es gerade erwähnt hast, worshipping the beast das Tier anzubeten means going before him, bedeutet, to go before him, vor ihn zu treten, bowing down, niederzubeugen and he marks you. und er tut dann dieses Mahlzeichen auf dich drauf tun. That's what worship would look like. That's what the verse says. No guesswork. Das ist ohne zu raten, wie der Vers es einfach hier so sagt. But it then says, Aber dann sagt es, worship the image. und das Bild zu anbeten. So if we're going to worship the image, Und wenn man das Bild jetzt anbetet, if it's not identical, wenn es nicht identisch ist, what would it be? was wäre es dann? What would worshiping the image look like? Wie würde denn es aussehen, das Bild anzubeten?
And what we must not do Und was wir nicht tun sollen, is go to another Bible verse to find out. ist zu einem anderen Bibelvers zu gehen und herauszufinden. That's why we keep on making mistakes. Und das ist, warum wir immer Fehler machen. Because we assume it doesn't tell us in the verse. Denn wir nehmen es an, dass es uns in dem Vers die Antwort nicht gibt. And if you wanted to just use a simple cliche that we use now, Und wenn wir ein einfaches Klischee benutzen würden, was wir momentan A rule. benutzen, eine Regel, we're in the verse, das sind wir im Vers. and what are we going to do? What have we got? Und was tun wir dann? Was haben wir? We've got two things. Wir haben zwei Sachen. Sister Catherine, what are we going to do with these two things? Was machen wir denn mit diesen zwei Dingen? Put them in order? Wir tun sie in Reihenfolge? No. Nein. A beast and its copy. Ein Tier und seine Kopie. So what are we going to do? Was tun wir? Beast and its copy. We're going to compare and contrast the two. Wir werden es vergleichen und gegenüberstellen. So we say compare and contrast. Wir sagen vergleichen und gegenüberstellen. That means look for the similarities and the differences, Und das bedeutet über die Gleichheiten und die Unterschiede nachdenken. which is why I said it's a cliche. Und deswegen ist, warum ich gesagt habe, es ist Because ein what we're going to Klischee. do Denn was wir tun werden, is we're going to look at these two entities, ist, dass wir diese zwei Einheiten betrachten werden. and we know, Und wir sagen oder what do we wissen, know? was wissen wir denn? We know they don't look like that. Wir wissen, dass sie so nicht ausschauen. They look like that. Sie schauen so aus. How do we know? Und woher wissen wir das? Because it's an image. Weil es ein Bild ist, eine Kopie ist. So once we start using our tools of analysis on the verse, Und wenn wir dann unsere Werkzeuge der Analyse auf diesen Versen anwenden, it all opens up dann tut es alles sich eröffnen, without us resorting to go to other verses. ohne dass wir zu anderen Versen gehen müssen. So the only reason we go somewhere else Der einzige Grund, warum wir woanders hingehen, is because we're not familiar with using these techniques, weil wir this nicht, methodology. weil wir nicht vertraut sind mit dieser Technik oder weil wir nicht mit der Technik oder Methode vertraut sind. Because at first sight, Denn zum ersten Mal oder wenn man es erst so betrachtet, this looks wrong. da schaut dies falsch aus. And when Brother Arian said that, Und als Bruder Ayan das gesagt hat, I got caught off guard. war das so, war ich unvorbereitet So I hier, had to look again. denn ich musste hier nochmal schauen. And I'm saying he's right. Und ich sage, oh, er hat It's recht. nothing to do with the image. It's all about the beast. Es hat nichts mit dem Bild zu tun, es geht hier alles um das Tier. So Sister May came to my defense Also Schwester May kam dann zu meiner Verteidigung and she says, und sie sagt, his, seins, get rid of that. tu das auslöschen hier. Shouldn't be there. Das sollte nämlich da gar nicht sein. So then we just say, Und dann sagen wir einfach, don't receive mark. erhalte einfach das Malzeichen nicht. And then she says, now we can be liberal Und dann sagt sie, jetzt können wir nun liberal and sein. say it's both of the marks. Und sie sagen, oh, es sind beide der Malzeichen. So I would suggest that's cheating. Und ich würde vorschlagen, dass das Schummeln ist. Sometimes you may have to do that. Und manchmal muss man das eventuell machen. But I think contextually, Aber ich glaube, in diesem Kontext if hier, we're honest, wenn wir ehrlich sind, the his is correct. The translator did a good job. dass die Übersetzer hier haben einen guten Job gemacht, das er ist korrekt. And so we're back to square one where Brother Arian put us Und wir sind jetzt wieder hier, da wo Bruder Ayan uns hingebracht hat, and says that this is wrong. wo er sagt, das hier ist falsch. So Sister Kathy Und Schwester Kathy tried to save me the second time, hat mich dann zum zweiten Mal dann gerettet. and she did a good job because she took us to Daniel 3, Und sie hat uns zu Daniel 3 dann gebracht. and this one works. Und dieses hier funktioniert. She didn't take us to Revelation 13, which she could have done. Sie hat uns nicht zur Offenbarung 13 gebracht, was sie hätte tun können. So she proved Also hat sie dann bewiesen, that this was correct. dass das korrekt war. But Aber we don't want to do that. wir möchten dies nicht tun. Why don't we want to do that? Warum möchten wir das nicht tun? Sister Swellen, why don't we want to go to Daniel 3 Warum möchten wir nicht zu Daniel 3 gehen? yet? Ja, Because we do want jetzt. to.
Wir werden dann wollen, aber Because we want the verse to explain itself. wir möchten, dass der Vers uns sich selbst auslegt. Why do you care Warum ist das so wichtig? when Daniel will do it for you Wenn Daniel in a das für really uns macht, beautiful way? in einer schönen Art und Weise. Why do you care? Warum ist Why es überhaupt bother? wichtig? Warum drüber kümmern? Good answer. Sister May. Gibt's bei wir diese Methode wirklich beherrschen müssen, Because we have to really get to know how to use this method. weil dann gibt es Texte, wo man nie woanders hingehen kann. Because there are verses where we cannot go anywhere else. So that's a means to an end. Also das ist eine means to an end. Das ist ein. You're saying we need to practice. Du sagst, wir müssen einfach praktizieren, also praktisch lernen. Because when we get to a difficult one, we might not have that help. Dass wenn wir dann zu einem schwierigen kommen, dann haben wir vielleicht keine Hilfe mehr. So let me just take that answer. Ich nehme jetzt einfach diese Antwort. Das ist mein Thema. This is my topic. Alles gut verstehen. I understand all of this really well, Sehr gut verstehen. very well. Aber meine Ängste sind. But my fear sag is, ich, fears are bigger than me. I have the same fears as you. Ich habe die gleichen Angst wie du. Okay, so wie soll ich damit umgehen? How should I interact with that? How should I deal with that? Liebe zu Gott ist groß. The love to God is big Aber and ich habe powerful, meine menschliche Ängste, so wie zu Hause But- Erziehung. but I have my human fears. the way you deal with those human fears Die Art und Weise, wie du mit diesen menschlichen Ängsten umgehst, is by reading very carefully. ist, dass du vorsichtig liest. Because when you read carefully Denn wenn man vorsichtig liest and you can prove what you're reading is correct, und wenn du beweisen kannst, dass das, was du liest, korrekt ist, then you can have confidence dann kann man Vertrauen oder Selbstbewusstsein haben and overcome your fears. und deine Furcht zu überwinden. So Sister May said, Also Schwester May hat gesagt, we need to practice, wir müssen hier da Erfahrungen sammeln, which is true, we do need to practice. welches wahr ist, richtig ist. Is that a good answer, Sister Kathy? Ist das eine gute Antwort, Why are we doing this? warum wir das hier tun? Yes? Ja? Repeat what? I haven't given the answer yet. I Ich habe just asked die Sister Antwort noch Kathy. nicht gegeben. In anderen Punkten ist dann, Another point is, Can we try doing English? The reason why, because it makes it difficult for the translation. is Because you end up having a conversation and my translator can't hear. another point is, ein weiterer Punkt ist, we don't have a Bible verse for our dispensation. wir haben keine Bibelvers für So- unsere Dispensation. I'm going to stop you Ich werde dich hier jetzt stoppen, because it's much more important or much more fundamental. denn es ist wichtiger und fundamentaler. Sister Tamina. Can I give an answer to that? Yeah, that's why I thought you had your hand up. Yeah, yeah. My thing is, if we go to different verses, it's a different context, and we are maybe more liable to make mistakes. So if you go to a different verse, Also wenn wir zu einem unterschiedlichen Vers gehen, we're liable to make mistakes. ist es eher, dass wir Fehler begehen. Now, a fundamental rule Also eine fundamentale Regel ist, that's based upon the increase of knowledge welches auf der Zunahme der Erkenntnis basiert, that came up in 1989 die 1989 aufkam, is the following. ist folgendes. Upon the testimony of two, Basierend auf dem Zeugen zweier something is established. ist etwas etabliert. We're all firm on this concept. Wir sind alle sehr fest auf diesem Konzept. The testimony of two, something is established. Also basierend auf zweier Zeugen ist eine Sache etabliert. Brother Arian, now tell us. Why do we have to do this? Warum müssen wir das tun? You
verse, Bevor man zu einem anderen Vers geht, you first have to prove that the verse that you're in tells the same thing as the verse you're going to. musst du erst beweisen, dass der Vers, in dem du dich befindest, das Gleiche sagt wie das, wo du zu diesem anderen Vers hingehst, dass sie das Gleiche sagen. So let me do it in English Oh, first. sorry. Just Jermaine won't be able to translate. Let me summarize what you've said. Also lass mich zusammenfassen, was du gesagt hast. Before you go to the other verse, Bevor man zu diesem anderen Vers geht, you have to be sure that the verse that you're in dann muss man sicher gehen, dass dieser Vers, in dem man sich befindet, is actually saying dass er eigentlich what you think it's saying. das sagt, was du denkst. And if you do that, Und wenn man das tut, then you can go for a second witness. dann kann Then you really have a second witness. So if you do this properly, und wenn man das richtig tut, then what ends up happening was dann passiert, is that this verse, ist, dass dieser Vers, I'm guessing ich tue das jetzt hier raten, that this verse dass dieser Vers is about beasts um Tiere marks. geht und Malzeichen geht and copies. und Kopien. I can't prove it Ich kann es nicht beweisen, because Brother Arian already showed me that I was wrong. denn Bruder Arjan hat bereits schon gezeigt, dass ich falsch bin. So I said, okay, you don't like that verse. Und dann sage ich, okay, dann du magst diesen Vers nicht, Let me go to this one. lass mich zu diesem gehen. You can't argue with this one. Mit diesem kannst du dann nicht mehr argumentieren. And the problem is, Und das Problem ist, does this verse, I call it a verse, dass dieser Vers, ich nenne es einen does Vers, this verse agree with this one? tut dieser Vers mit diesem übereinstimmen. Brother Arian? Bruder Arjan? No, it doesn't. Nein, That's the problem. das ist das Problem. This verse and this verse do not agree Dieser Vers und dieser Vers tun nicht übereinstimmen. because this verse had beast and image. Denn dieser Vers hat das Tier und das Malzeichen, You don't Bild. even bow down to this one. Und du tust zu dem hier nicht dich You bow to niederknien. this one. Du tust dich hier niederknien. Therefore, you bow to this. Deswegen tust du dich vor diesem So niederknien. this has two things, Also dies hat zwei Sachen and you're doing the same thing. und du tust das Gleiche. Why do we even go here? Warum gehen wir denn überhaupt hier hin? Because Brother Arian said Denn Bruder Arjan hat gesagt, that this verse, dass dieser Vers, if we had beast wenn wir das Tier hätten and image, und das Bild, I said da habe ich gesagt, it's this way. dann ist es folgendermaßen. Mark of the beast Malzeichen des Tieres for both things. für beide Dinge. And he said the verse does not say Und er that. sagt, das Tier sagt das nicht. He said Er it sagt, doesn't look like that. so schaut es nicht aus. So then I said, Und dann habe ich gesagt, let's go to here. lasst uns hier hingehen. The Kathy said. Schwester Katja hat das And gesagt. this one, Und das hier hat gesagt, this looks like beast, es schaut aus wie das Bild image of the beast, und das Bild des Tieres. bow, Und es heißt Knie nieder bow. und Knie nieder. It's not the same. Es ist nicht das Gleiche. So therefore, Deswegen, this das hier does not prove this. tut das hier nicht beweisen. And this is what we do all the time. Und das ist, was wir die ganze Zeit We go tun. to a story Wir gehen zu einer and we say, Geschichte. see, this Wir sagen, one proves this one. Siehe, das tut das hier beweisen. And then what I've done Und was ich dann getan habe, secretly heimlich, is I put this here. habe ich das hier hingemacht. And I put this Und ich habe das hier from hingemacht this story. oder habe die von dieser Geschichte genommen. And it's dangerous. Und das ist gefährlich. It's extremely risky. Es ist sehr riskant. So we shouldn't do it. Wir sollten das nicht machen. It breaks this rule. Es tut diese Regel brechen. You have to go to the verse Man muss zu dem Vers gehen and you have to turn that blue und dieses Blaue muss man into a black. in Schwarz umwandeln. And that takes a lot of work. Und das gebraucht sehr viel Arbeit. And because we're not familiar with it Und weil wir damit nicht vertraut sind and we're so desperate to help people, und wir da so anderen Menschen so unbedingt helfen wollen, because you'll get bored, denn hier wird man ja we've done langweilig, 45 minutes just on this. denn wir haben hier 45 Minuten nur damit verbracht And we think this is boring. und wir denken, es ist langweilig. So we'll just jump to this one. Also gehen wir einfach zu dem hier. And this one will prove this one. Und das hier wird das hier beweisen. And it doesn't. Und es tut es nicht. It breaks this rule. Es bricht diese Regel. You lose your first testimony. Du tust deinen ersten Zeugen verlieren So this becomes which number? und dies wird Brother Jim? welche Nummer jetzt? What number was that then? Welche
Anzahl war das hier? Testimonies of 1, 2, 3. Zeugnis 1 oder 2? It's not even the first testimony. Also es ist nicht mehr der zweite Zeuge, es ist noch nicht mal der erste Zeuge. Because sometime in the past I've said this becomes the first testimony. It's not even the first. It's a Manchmal, zero. manchmal in der Vergangenheit habe ich gesagt, dann wird dies der erste Zeuge, aber es wird noch nicht mal der erste Zeuge, es ist Zeuge Nummer 0. It's not even one because it doesn't even prove anything. Es ist noch nicht mal der Zeuge Nummer 1, weil es nichts beweist. So you have to go in the verse. Also muss man in den Vers The gehen. verse has to be number 1. Und der Vers selber muss Zeuge Nummer 1 sein. Then this can be number 2. Dann kann dies Nummer 2 sein. And then we could get a number 3 even in this one. Und dann könnten wir die Zahl Nummer 3 haben, That would be Revelation 13. welches Offenbarung 13 wäre. Let's summarize. Lasst uns zusammenfassen. We've seen Wir haben gesehen, that there are 3 steps, dass es da 3 Schritte gibt. processes Und da gibt es Prozesse in the gospel message. in der Evangeliumsbotschaft. We've seen that there's this great test. Wir haben gesehen, dass es diesen großen Test gibt. The great test is number 3, not number 1. Der große Test ist Nummer 3, nicht Number 1. Number 1 is the beginning process. Nummer 1 ist der Anfangsprozess. In the Revelation story, it looks prophetic. Und in der Offenbarung sieht es prophetisch aus. In the Genesis story, it looks moral. Und in 1. Mose schaut es moralisch aus. So we want to explore what is it, moral or prophetic. Also wollen wir hier herausfinden, ist es prophetisch oder moralisch. So then we looked at what the test is. Dann haben wir geschaut, was denn der Test ist. It's found in verse 9. Ist im Vers 9. Don't get the mark Bekomm dieses Malzeichen nicht, which you get from worship. welches du durch die Anbetung erhältst. And then most of the class was taken up Und die meiste Zeit des Unterrichts in the methodology. haben wir mit der Methode verbracht. So hopefully we've proven Und ich hoffe, dass wir bewiesen haben, that the mark of the beast Das- is received from both the beast and its image. dass das Malzeichen des Tieres von beiden erhalten wird, nämlich vom Tier und von dem Bild. Even though the words don't say that directly. Auch wenn die Worte es nicht direkt sagen. You have to use a methodology. Du musst die Methode anwenden. Sister Catherine said it was compare and contrast. Und Schwester Kerstin hat gesagt, es war Vergleichen und Gegenüberstellen. If you don't do that, Und wenn man das nicht tut, you're forced to go to another story dann sind wir gezwungen, zu einer anderen Geschichte zu and it gehen. looks good. Und es schaut gut aus. It looks deceptively right. Und es tut täuschend richtig ausschauen. The problem is, Und das Problem ist, this is not a true witness dass das nicht ein wahrer Zeuge ist. because this story, Denn diese Geschichte, beast image, bow, bow, dieses Bild und das Tier, dieses Tier und das Bild und dieses Niederbeugen, is different to this one. wäre dann anders wie das hier. And you just can't put in Und man kann da nicht einfach the mark of the beast. das Malzeichen des Tieres einfügen. You can't put this in from this story. It's Und dangerous. man kann das hier einfach nicht von dieser anderen Geschichte nehmen und hier einfügen. It should be there in itself. Es sollte in sich selber da schon sein. And we proved that it was there. Und wir haben bewiesen, dass es da war. Then we go to Daniel 3, Dann gehen wir zu Daniel Kapitel 3, Revelation 13. Offenbarung 13. And now we have second and tertiary witnesses. Und jetzt haben wir 2 oder 3 Zeugen. And as my sister said, Und wie meine Schwester gesagt hat, how do we overcome our fears? wie tun wir unsere Furcht denn überwinden? It's this way. Es ist in dieser Art und Weise, By studying correctly, indem wir richtig studieren, that we can know the truth dass wir die Wahrheit kennenlernen können. with an absolute certainty. Mit einer absoluten Sicherheit No guesswork. und kein Raten. Let's pray. Lasst uns beten. Heavenly Father, Himmlischer Vater, we thank you for your loving care. wir danken dir für deine Liebenswürdigkeit We thank you, Lord, that you can help us with our fears and our worries. und Fürsorge. Herr, wir danken dir, dass du uns helfen kannst mit unseren Sorgen und Ängsten. You said perfect love casts out or destroys fear. Du hast gesagt, perfekte Liebe tut diese Angst austreiben. Perfect love Perfekte Liebe is perfect understanding ist perfektes Verständnis of who you are von wer du bist and how to understand who you are. und zu verstehen, wie du bist. As we approach you through a correct methodology, Wenn wir an die richtige Methode herankommen, may our fears turn into love. mögen unsere Ängste in Liebe verwandelt werden. We pray in Jesus' name. Wir bitten das in Jesu Namen. Amen. Amen.